Und was ich glaube, ob du ein geringes Schamgefühl hast, ja, das glaube ich, ja. Du auch? Ja? Ja? Ja. Du glaubst, das Schamgefühl ist nicht angeboren? Das bekommt von den Eltern anerzogen, ja, das glaube ich auch. Oder allgemein auch von der Gesellschaft. Was ist erlaubt, was wird gesehen und was nicht gerne. Ja, du, mein Gott, wie, auf, Du bist ja schon dein ganzes Leben auf andere angewiesen. ja, wenn jemand Und du glaubst, wenn jemand einen Unfall hat, der älter ist, also der dann auch älter ist, ja, ja, 18 oder so, ja, ja, mega Probleme. dann hat er mega Probleme. Ja, wegen seinem Schamgefühl, sich vielleicht auch einfach zu zeigen und allgemein damit zurechtzukommen, glaube ich. Ja. Wenn er nicht alleine aufs Klo gehen kann. Ja. Oder sich waschen, ja. Ich glaube auch, dass es eine sehr arge Umstellung dann ist, ja. Mega. Eine mega Umstellung, ja, ja. Ja klar, schon allein dieses, wenn du dich ja selber nicht akzeptieren kannst. Ja, ich glaube, du hast gelernt, nochmal mit deinem Körper anders umzugehen, weil du damit einfach aufgewachsen bist. Und wenn es so plötzlich kommt, ich glaube mir zum Beispiel, würde ich jetzt einen Unfall haben, wäre für mich katastrophal. Also ich hätte Probleme damit. Ja. Ich glaube ja. Also weil ich habe Sachen, die mir wichtig sind, ich könnte sie nicht mehr machen erstmal. Also du musst ja auch erstmal, du weißt ja, egal was du halt hast, so kommt ja auf den Unfall drauf an. Weißt du, wenn den, gut, fehlt dir der kleine Finger, okay, egal. Weißt du, dann will ich sagen, ja, verkraft man mal. Aber ich meine halt solche, wenn ich echt plötzlich nicht mehr laufen könnte, erstens mein Hobby, Sport, scheiße, würde nicht klappen. Klar kann man schon noch Sachen machen, aber halt vielleicht nicht das, worauf man Lust hat. Und sich selber zu sehen, man nimmt vielleicht auch ab oder verändert sich ja komplett. Oder man wird dicker, genau, ja. Wenn man sich nicht bewegen kann, genau, und dann vielleicht auch aus Frust anfängt zu essen, kann ja auch sein. Gibt ja alles unterschiedlich. Hast du auch mal so eine Phase gehabt in deinem Leben, wo du auch gesagt hast, so, nö, ich kann mich gerade nicht akzeptieren? War es vielleicht, als du kleiner warst oder jugendlich? Du glaubst nicht, okay. Also es war halt von vornherein, war das für dich so normal? Ja. So, ja. Du kannst es nicht anders. Du hast auch keine Probleme mit deinem Körper? Nee. Okay, also du stehst auch dazu und bist eigentlich eher gesagt auch stolz drauf. Ja. Erstens vom Figurmäßigen her, du hast auch Muskeln, also ja, siehst du, passt doch. Andere, die auch behindert sind, Es gibt auch andere Menschen, die behindert sind. die auch große Probleme Die haben große Probleme, sich nackig zu zeigen. Okay, also halt dann vor dem Betreuer oder vor der Pflegeassistenz.
Und du glaubst, es behindert auch irgendwann einen? Also dass es einfach dieses Schamgefühl behindert? So, ja. Wenn man oder eine Person hat, die wenn man als Betreuer oder Pflegeassistenz bemerkt, dass diejenige Person ein großes Problem mit dem Schamgefühl hat, dann? Dann sollte man darauf Acht geben. Und darauf eingehen, ja. Mit ihm oder ihr reden. Bei der Pflege bei Männern, meinst du, da kommt es oft mal vor, dass sich da was regt? Ja, klar. Du glaubst, dass da viele Männer ein Problem damit haben? Meinst du jetzt die Pfleger oder auch die Betroffenen? Betroffenen, weil es ihnen unangenehm ist, dass es gerade passiert. Ja. Die wollen es ja nicht, aber ich glaube, genau das ist es auch, dieses du willst es nicht und dann passiert es genau. So, weißt du? Ja, genau. Du kannst es halt nicht kontrollieren, das ist, ja. Es geht nicht, ja, na klar, es passiert halt einfach. Das ist eine manuelle? Eine manuelle Stimulation. Wie gesagt, der Pflegebetreuer sollte sich dann auch nicht angegriffen, angesprochen fühlen. Ja. Das hat gar nichts mit der pflegenden, pflegenden Person zu tun. Wenn ein Schamgefühl groß wäre. Dann würdest du deine FSK 18 Videos nicht machen. Ja. Und es bei YouTube hochstellen.